Mein Gast im heutigen Coffee Talk ist der Oliver Herren. Zusammen haben wir vor gut 10 Jahren den Schweizer Online-Vermögensverwalter TrueWealth gegründet. Warum wir das gemacht haben, über das reden wir heute. Mein Name ist Felix Niederer. Willkommen zum heutigen Coffee Talk, heute mit dem Oliver Herren. Oliver, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Vor gut 10 Jahren haben wir TrueWealth gegründet. Kannst du dich daran erinnern, wie es dazu gekommen ist? Warum haben wir das gemacht? Ja, genau. Noch ein Jahrzehnt früher, also um das Jahr 2000 herum, ich habe mit Kollegen Digitec Galaxus gegründet, damals einfach Digitec. Und dann im 2012 haben wir einen Teil von der Firma an die Migros verkaufen und dort bin ich dann an ein gewisses Vermögen gekommen. Und dann bin ich eigentlich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, was mache ich jetzt mit dem Vermögen. Und habe dann eigentlich nach verschiedenen Lösungen gesucht und auch ein bisschen recherchiert. Und ich habe das damals gar nicht gewusst. Ich bin ja gleichzeitig, also ich habe einen anderen Background. Ich bin vom Background Physiker und bin Portfolio-Manager gewesen. Aber ich kann mich erinnern, mir ist eigentlich klar geworden, hey, Vermögensverwaltung müssen wir online machen. Und ich habe dich dann angesprochen, mal auf einer Grillparty. Und dann hat es sich eigentlich so ergeben. Dann haben wir eigentlich dann mal die ersten Schritte gemacht. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir gesagt, wir schauen den Markt an. Weil du hast wirklich eigentlich das Bedürfnis gehabt, du hast das Problem gehabt, hey, jetzt musst du dich mit dem Thema Vermögensverwaltung auseinandersetzen. Ja, genau. Ich bin dort zuerst nicht allzu motiviert gewesen, um das Thema genauer anzuschauen. Nachdem wir dann darüber geredet haben, haben wir gefunden, jetzt machen wir eine saubere Marktanalyse und haben dann einen Termin bei verschiedenen Banken angefordert. Also sagen es Privatbanken, Grossbanken, englischsprachige Banken, auch wirklich eigentlich relativ breit haben wir es angeschaut. Und dann eigentlich gemerkt, dass das also die Branche hat mich in dem Sinne irritiert. Es war überhaupt nicht online gewesen, es ist nicht digital gewesen, sondern man ist eigentlich immer vorbeigegangen, hat einen Bankberater gehabt, der einem an einem Mahagoni-Tisch mit Aussicht auf den Zürichsee oder auf den Paradeplatz versucht hat zu erklären, warum man jetzt Vermögensverwaltung bei ihnen sollte nutzen. Wir haben dann auch die verschiedenen Offerten geprüft und haben gesehen, dass es recht viele Gebühren hat, also sowohl hohe direkt sichtbare Gebühren als auch meistens noch zusätzlich nochmal hohe Gebühren eigentlich im Kleingedruckten, wo es dann das Produkt nicht wahnsinnig attraktiv gemacht hat, ausser es war einem viel wert gewesen, als um einem Mahagoni-Tisch zu sitzen mit dem Bankberater 2-3 Mal im Jahr. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, also wir haben dann die Portfoliovorschläge oder die Anlagevorschläge haben wir angeschaut und die sind eigentlich solid gewesen, sind diversifiziert gewesen. Mit der Transparenz hat es manchmal ein bisschen gekapert. Also so die Frage, die wir angeschaut haben, wenn wir mich richtig erinnern, ob Produktkosten, die TERs, ob die ausgewiesen werden. Einige haben es gemacht, andere haben es nicht gemacht. Gell? Ja, und viele haben da tatsächlich auch die ausgewiesenen TERs sind einfach enorm hoch gewesen. Also zum Teil 1%, 1,5%, 2% und aktives Management. Und das ist, also anhand auch von dem, was ich da gelesen habe, ist, wenn man 2% pro Jahr Kosten hat, also dass man die rausholt, indem man den Markt durch aktives Management schlägt, ist die Wahrscheinlichkeit also vermutlich nahe bei 0. Ja. Ich glaube, spannend aus meiner Sicht ist natürlich, du hast mich da komplementär ergänzt, oder? Und du hast wirklich Kundensicht eingenommen. Und für dich ist etwas ganz wichtig, wo eigentlich niemand angeboten hat. Ja, genau. Wir haben es dann angeschaut und gesehen, hey, es braucht doch so ein Produkt, das digital ist, unkompliziert, wo man kann schnell das Konto eröffnen und Vermögensverwaltung starten, ohne Gespräch, ohne aufwendige Prozess. Und auch die Möglichkeit, schnell ein Testkonto zu machen, dass man nicht die Katze im Sack kauft, sondern gesagt, was bekomme ich überhaupt, wenn ich das Produkt buche. Und so haben wir dann gefunden, hey, das können wir besser und haben mit TrueWealth dann gestartet. Ja. Das hat es vor 10 Jahren nicht gegeben. Also die Möglichkeit, dass man eigentlich das Online-Produkt kann testen, anschauen, wie sieht die Online-Vermögensverwaltung aus, bevor man den Vertrag unterzeichnet, bevor man Geld einzahlt. Da hat es keinen einzigen gehabt. Weißt du, wie es jetzt aussieht?
Also mittlerweile hat es verschiedene Anbieter, die auch Online-Vermögensverwaltung sind und nachher die grösseren Banken, aber die haben noch schon lange auch das Online-Banking, aber wirklich eine Vermögensverwaltung in dieser Qualität, die ich es gerne hätte, wo man wirklich genau sieht, was die Rendite ist, zeitgewichtet, geldgewichtet und wo man die Transparenz hat, habe ich nach wie vor bei keiner anderen Bank außer bei True Wealth. Also es ist vermutlich aber auch gar nicht so stark im Interesse von der Bank, dass der Kunde zu viel Transparenz hat über sein Portfolio, weil das bemerke ich schon eigentlich. Bei den meisten Banken wird man regelmäßig aktiv informiert, ob man nicht wieder das Produkt kaufen, verkaufen, eins, das man hat, wechseln, weil jetzt aus Gründen das jetzt nicht mehr passt, sondern das Neue. Also so ein bisschen das klassische aktive Bewirtschaften vom Kunden ist schon noch sehr üblich. Du nimmst immer auch die externe Sicht bei uns ein und vor allem aus Kundensicht oder UX-Sicht, also Usability. Was ist eigentlich grundsätzlich wichtig bei einem Online-Produkt? Also genau das ist sicher die grosse Leidenschaft von mir, ist eigentlich das UX oder das Produktdesign. Also wie muss das Produkt sein für den Kunden, dass es ihm Problem abnimmt und so einfach wie möglich ist, weil es hat ja niemand vorige Zeit und es ist ihm langweilig oder wenn es ihm langweilig ist, dann hat er vielleicht eigene Präferenzen, was er mit der Zeit machen will. Also wieso ihn zwingen, dass er irgendwo viel Zeit investiert, auch wenn er es nicht will. Und ich glaube, ein gutes UX oder ein gutes Produkt sieht für den Endbenutzer sehr einfach und leichtgewichtig aus. Keine Ahnung, wie ein Artist, der etwas vorzeigt. Es sieht aus, als ob es das Einfachste der Welt ist, aber genau das ist schwierig. Und ich glaube, das sechs beim Online-Shop Digitec oder Galaxus oder eben auch bei True Wealth auch die Möglichkeit, eigentlich visuell das Portfolio zu steuern, die verschiedenen Anlageklassen in dem Donut-Design und zwar direkt interaktiv konfigurierbar für den Kunden, inklusive Drilldown, macht es eigentlich kinderleicht, zum verstehen, was man überhaupt macht als Kunde. Das sind nicht irgendwelche komplizierte Tabellen, sondern unabhängig vom Vermögen, das man hat, sieht man auf einen Blick den Anteil visuell und kann er mit einem Klick gerade direkt Änderungen vornehmen oder mit einem Doppelklick dann abtauchen in eine Anlageklasse und auch differenziert auswählen, welche Anlageprodukte gefallen einem, welche nicht. Und ich glaube, das macht schon einen grossen Teil auch von True Wealth aus, dass es so einfach ist. Und natürlich einfach, dass man nach wissenschaftlichen Grundsätzen investiert und anlegt. Also nur das macht, was in der Literatur steht, was über längere Frist Sinn macht. Bezüglich Literatur, also für Leute, die sich jetzt auf das Thema Investieren interessieren, gibt es etwas, was du kannst dem Publikum mitgeben, wo du findest, das ist jetzt noch spannend? Also sicher Kahnemann, Thinking Fast and Slow, wo man sieht, hat auch eine Studie mit dem Bankberater, Investmentbanker, wo er eigentlich schaut, ist die Produktauswahl über mehrere Jahre, schafft es einen konsistenten Markt zu schlagen. Und da kommt klar raus, nein, es ist eigentlich eine Zufallsverteilung. Und natürlich, wie beim Würfeln, manchmal hat man einen Sechser, aber manchmal kommt halt auch ein Eis. Das heißt, nur weil einer ein Jahr lang den Markt schlägt, heisst es nicht, dass es irgendeinen Grund gibt dafür, außer der Zufall. Und das andere natürlich Piketty, das Kapital im 21. Jahrhundert, wo er schön darlegt, wie Kapitalrendite eigentlich seit Jahrhunderten immer grösser ist als Produktivitätsgewinn. Was in dieser Aussage heisst, Renditen auf Kapital ist grösser als was du mit Arbeit kannst gewinnen. Was bedeutet, investiere einfach in den Markt, weil dort generierst du einen Mehrwert. Und mit True Wealth ermöglichen wir es eigentlich praktisch jedem, so zu investieren nach modernsten, oder eben nicht modernsten, sondern nach bewährten wissenschaftlichen Grundsätzen und das ohne Aufwand, ohne lästige Gespräche oder etwas wirklich online geführt, dass man es gut versteht. Für die, was interessiert, haben wir ja einen Blog zum Thema, zu dem Piketty als Zusammenfassung geschrieben, wer es in der Kurzversion will haben. Oliver, was ist jetzt aus Kundensicht wichtig? Was siehst du aus deiner Sicht als wichtig, wenn es um das Thema Investieren geht? Ich glaube, natürlich neben einem guten UX und das Produkt angenehm ist zum Bedienen,
ist es extrem wichtig, dass die Kosten tief sind für das Investieren, weil die Kosten über die Zeit machen einfach sehr viel aus. Und wenn man jetzt, das ist häufig ein Argument bei einer Bank, ja, ob das 1% ist oder 1,5%, spielt ja keine Rolle, weil Hauptsache die Experten und die Analysten, die dort alle arbeiten und viel verdienen, wenn die auch Mehrwert generieren, dann holen die das locker raus. Aber das ist, wie man liest, wie man kann nachprüfen in Studien, nicht so einfach. Und das 1% tönt noch nicht so viel. Aber über die Jahre macht es sehr viel aus. Und auch wenn man sich genau überlegt, 1%, es ist nicht 1%, was teurer ist, sondern das Produkt Vermögensverwaltung liefert im Schnitt vielleicht über mehrere Jahre, Jahrzehnte, eine Rendite von 3 bis 6, 7%, je nach Risikoprofil. Und wenn man jetzt von 3% sagt, 1% mehr oder weniger Kosten, nimmt das 30% von der Rendite weg. Also und das nachher auch noch mit dem Zinseszinseffekt. Jedes Mal, wenn man spart, hat man mehr Geld, das dann nächstes Jahr wieder Rendite abwirft. Und das heißt, die Kosten sind extrem wichtig und wird häufig unterschätzt und wird auch häufig ein bisschen klein geredet oder versteckt. Aus natürlich klaren Gründen, weil wenn die Kosten höher sind, dann springt mehr Rendite raus für die Bank statt für den Kunden. Und das andere, was wir auch eingebaut haben, ist, dass es diszipliniertes Rebalancing gibt. Und das ist auch wichtig, weil da gewinnt man eigentlich durch Seitwärtsbewegungen im Markt mit der Regression to the Mean, also dass die Kurse üblicherweise einfach ein bisschen auf und ein bisschen runter gehen zwischen den Anlageklassen, holt man auch nochmal eine Zusatzrendite raus. Und auch dort habe ich jetzt keine andere Bank, die das irgendwie diszipliniert oder systematisch so anbietet, wie das True Wealth macht. Und ich glaube, mit diesen beiden Sachen macht man schon sehr viel richtig. Und dann natürlich einfach das passive Investieren, dass wir haben keine taktische Sicht, dass wir das Gefühl haben, wir verstehen besser, was in der Zukunft passiert, sondern wir legen einfach konsistent an, marktgerichtet. Und schlussendlich steht am Anfang und auch heute immer noch dahinter, dass wir wollen, das Aufbauen von Vermögen für alle so einfach wie möglich machen und dass auch jemand mit einem kleineren Vermögen eigentlich die gleiche Qualität und das gleiche Produkt hat wie jemand mit 1 Million oder 2 Millionen. Und ich glaube auch bei True Wealth komme ich als Kunde mit einem Vermögen von mehreren Millionen das bessere Produkt über als bei der Konkurrenz. Und das kann man aber auch schon mit ab 8'500 Franken kann man schon anfangen zu investieren. Wenn wir nochmal zurückschauen, seit der Gründung, du verfolgst uns ja als Mitgründer, verfolgst du unser Unternehmen. Was sind so die Meilensteine oder was hat sich geändert an unserem Unternehmen in dieser Zeit? Also ich glaube, wir sind schon von Anfang an extrem schlank unterwegs gewesen. Ich weiss, am Anfang bist du allein eigentlich die Firma gewesen und dann ist der erste Mitarbeiter gekommen und dort haben wir auch noch externe Softwareentwicklung dann logischerweise gebraucht. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt war, dass wir dann die Kompetenzen immer mehr intern aufgebaut haben, sei Softwareentwicklung, sei der Kundendienst. Dass eigentlich nicht nur du das gemacht hast, sondern dass wir das wirklich skaliert haben und jetzt eigentlich stabil aufgestellt sind, aber immer noch sehr schlank, weil wir wollen ja auch für den Kunden die Kosten möglichst tief halten. Zu dem Thema jetzt, wenn wir vorausschauen, was siehst du als wichtig für unsere Entwicklung in Zukunft? Also ich glaube, wir bleiben fokussiert auf das Produkt Vermögensaufbau, weil Banken, die einfach Transaktionen, Kreditkarten und so weiter anbieten, gibt es schon viel. Aber ein Anbieter, der wirklich fokussiert auf kostengünstige Online-Vermögensverwaltung, dort sehen wir, dass wir uns dort eigentlich differenzieren. Und sicher wichtig, das Produkt weiter zugänglich zu machen oder auch für mehr Leute die Logiken oder die Qualität anzubieten. Und dort haben wir vor kurzem Säule 3a lanciert, die auch voll integriert ist in die Online-Vermögensverwaltung. Also wo man als Kunde eigentlich ein Portfolio hat und 3a eigentlich kann als Feature ein- und ausschalten, nur einmal mit 3a starten. Und dann einfach, wenn man Geld investiert, tut es einfach alles, was möglich ist, in 3a, sofern man das möchte, um den Steuervorteil holen, weil das kann man dann von der Einkommensteuer abziehen. Und wenn man mehr investiert, wird es automatisch nach dem gleichen Risikoprofil investiert. Mit dem, Oliver, vielen Dank. Vielen Dank auch immer für deinen
für deinen kritischen Blick auf unser Produkt und auch so den Blick als Kunde auf die UX. Ich finde, das ist immer sehr hilfreich, das ist komplementär. Danke für deine Unterstützung. Liebes Publikum, danke auch fürs Reinschauen und das Reinhören. Bis zum nächsten Mal.